Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man mit Hilfe dieser Distanzblöcke Fingerzinken herstellen kann in verschiedenen Dimensionen. Hier haben wir 1 cm und hier 2 cm. Was allerdings auch geht, sind 1,5 cm. Weil es dazu allerdings Fragen gab und es scheinbar nicht ganz verständlich war, möchte ich es heute nochmal genauer erklären. Dieses Set beinhaltet Distanzblöcke von 1 bis 12 cm und ein paar Spezialblöcke. Diese Distanzblöcke sind Reststücke, die auf der Kreissäge sehr exakt zugeschnitten wurden, und der Fehler sollte bei jedem einzelnen nicht mehr als 1/10 betragen. Also hier zum Beispiel haben wir einen Wert von 59,9. Das ist also nicht hundertprozentig exakt, aber das reicht, und das ist der Unterschied zu einer anderen Methode, weil sich hier die Fehler nicht addieren. Also wenn ich hier einen Block habe, der etwas zu klein ist, und einen zweiten daneben legt, der auch etwas zu klein ist, und einen dritten daneben legt, der auch etwas zu klein ist, dann habe ich hier schon einen Fehler von 3/10. Dadurch, dass ich aber immer einen ganzen Block verwende, ist der Fehler bei jeder Zinke immer nur 1/10. Diese schwarzen Blöcke sind zum Herstellen der einzelnen Zinken. Dieser hier für 1 cm, für 1,5 und für 2 cm. Und zwar ist die Dicke dieses Blocks 1 cm minus dem Sägeblatt. Dieser hier ist 1,5 minus dem Sägeblatt. Und dieser hier ist 2 minus dem Sägeblatt. Da es manchmal etwas verwirrend ist, in welcher Reihenfolge man diese Blöcke verwendet, habe ich hier eine Tabelle gemacht, wo angegeben ist, welche Blöcke man verwenden soll. Der Link zu diesem PDF-Dokument ist unten in der Beschreibung zu diesem Video. So, das heißt, hier zum Beispiel, wenn die Fingerzinke 1 cm sein soll, dann ist der erste Schnitt bei 0 und der zweite Schnitt wird mit dem Distanzblock gemacht. Der Distanzblock entspricht eben der Fingerzinke, in dem Fall 1, minus der Sägeblattstärke, was bei jedem unterschiedlich sein dürfte. Okay, der zweite Schnitt, da wird der Zweierblock eingesetzt und dann wieder der Distanzblock. Der Viererblock, der Distanzblock und so weiter. So wird eine Seite gemacht und die korrespondierende Seite, die zweite Seite, wird nach diesem Schema gemacht. Um das zu demonstrieren, mache ich jetzt mal Fingerzinken mit 1,5 cm. So, also für eine kleine Schachtel zum Beispiel möchte ich die beiden jetzt hier mit Fingerzinken verbinden. Als erstes senke ich das Sägeblatt auf die Höhe der Materialstärke und lasse es vielleicht eine Spur drüber hinausstehen. Dann werden die Fingerzinken nachher etwas hinausragen, aber das kann man dann leicht abschleifen. Okay. Als nächstes wird jetzt nun mal das erste Teil gesägt. Dazu
wird die Säge eingerichtet, das heißt, auf die Seite kommt ein Reststück, dann habe ich hier eine gerade Kante und daran wird jetzt ein Anschlag befestigt. So, okay. Und jetzt schaue ich in die Tabelle und das entspricht jetzt hier dieser 0. Ja? Okay, jetzt mache ich den ersten Schnitt. Okay. Und jetzt wird es hier nicht um 1,5, sondern das ist dieser Block ist 1,5 minus der Sägeblattstärke. Also das ist etwas kleiner, der 1,5er, der schaut so aus. Also das ist etwas schmäler. So, und das gibt jetzt hier den zweiten Schnitt. Jetzt kommt der Block wieder raus und jetzt kann ich hier diesen Bereich ausräumen. Sollte jetzt hier genau 1,5 sollte jetzt hier genau reinpassen. Jetzt muss ich das Ganze versetzen und zwar sehe ich wieder auf der Tabelle, der nächste Schnitt wird mit einem Dreierblock gemacht. Also brauche ich den Dreierblock, kommt hier rein, so. Jetzt sehe ich allerdings bereits, dass der Rest, der überbleibt, kleiner ist als meine 1,5. Das heißt, ich kann ihn jetzt einfach ausräumen und muss keine weiteren Blöcke einsetzen. Für das Gegenstück muss jetzt am Anfang erstmal der 1,5er eingesetzt werden. So, 1,5.
Jetzt gibt es hier natürlich immer ein paar Fasern, die nach hinten wegstehen, die werden mit dem Stemmeisen noch entfernt. Okay, und hier ein bisschen vielleicht ganz leicht nachgearbeitet. Dasselbe hier. Das ist leicht. So. Weg mit euch. So. Und jetzt passt es hier eben nicht, sondern so genau ineinander. Wie gesagt, diese Tabelle packe ich unten in die Beschreibung. Und wenn jemand helfen möchte, dieses Video zu übersetzen, würde ich mich freuen. Falls noch Fragen sind, bitte in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Vielen Dank.